LTR ist die Abkürzung für Langzeitökologische Untersuchungen. Das ist im Prinzip ein weltweites Programm. In Italien gibt es insgesamt 25 LTR-Gebiete und eines dieser Gebiete ist eben das Matschertal. Dieses Matschertal oder das LTR-Gebiet Matschertal wurde von der EURAC eingerichtet und wird auch von der EURAC betreut. Es geht bei LTR darum, dass man versucht, die Dynamik, die Evolution von Ökosystemen zu untersuchen in Abhängigkeit von Umweltfaktoren. Das ist auch der Grund, warum man Langzeitmessungen machen muss, weil die Umweltfaktoren eine große Variabilität haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite sich natürlich jetzt, zum Beispiel aufgrund des Klimawandels, sich die Umweltfaktoren auch langfristig ändern. Das Matschertal ist deswegen so interessant, weil wir hier aufgrund der klimatischen Situation und der orographischen Situation oder topografischen Situation sehr vielfältige unterschiedliche Lebensräume haben. Und dann ist auch der Faktor Mensch nicht zu vergessen, der diesen Lebensraum natürlich gestaltet. Warum klimatisch? Nun, wir sind im Vinschgau in einem der wenigen Trockentäler der Alpen. Das heißt, wir haben hier sehr niedrige Niederschlagsverhältnisse, ungefähr 500 mm pro Jahr. Gleichzeitig aber sind wir in den Alpen, also relativ niedrige Temperaturen im Durchschnitt. Und das führt nun dazu, dass wir hier von der Klimasituation genau diese Begegnung haben zwischen dem Alpenklima auf der einen Seite und dem mediterranen Klima auf der anderen Seite. Und diese Kombination von vielfältigen unterschiedlichen Umweltfaktoren, in diesem Fall vor allem das Klima, führt dazu, dass wir hier auch Vegetation, aber vor allem auch Fauna und eben Flora haben, wo sich Elemente sowohl vom Mittelmeerraum als auch vom alpinen Raum treffen. Das ist einerseits etwas ganz Spezielles und die Klimatologen sagen uns ja voraus, dass aufgrund des Klimawandels es in etwa 30, 50 bis 100 Jahren ähnlich in vielen Bereichen des südlichen Alpenraumes sein wird. Das wird trockener werden und wärmer. Das heißt, das macht das Matschertal so etwas Besonderes. Wir können die Situation heute untersuchen, wie sie dann in 30, 50 Jahren in anderen Regionen vom Klima her sein wird. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist eben, wir haben eine große Höhenerstreckung. Diese Höhenerstreckung bedeutet, wir haben eben Graslandvegetation, wir haben aber auch Waldvegetation bis hinauf zur Weißkugel, zum Gletscher und auch interessant natürlich für ökologische Forschung, der Gletscher schmilzt ab. Was passiert in den Gletschervorfeldern, wie schnell besiedeln sich diese Räume? Das Tal ist auch stark überprägt durch die menschlichen Aktivitäten. Die Lärchenwälder auf der einen Seite sind eine frühere Nutzungsform. Die Wiesen und Weiden sind eine starke aktuelle Nutzungsform für die Landwirtschaft. Und wir merken auch bereits in diesem Tal, dass Intensivlandwirtschaft, die von der Grünlandwirtschaft weggeht, wie zum Beispiel der Erdbeeranbau, so langsam beginnen, hier Fuß zu fassen. Die EURAC hat nun insgesamt 17 Klimastationen in diesem Tal. Die werden schon seit 2008 betrieben. Dort erfassen wir auf den meisten Stationen die üblichen klimatischen Faktoren wie Lufttemperatur, Luftfeuchte, aber auch Bodentemperatur, Bodenfeuchte. Und an einigen speziell ausgewählten Standorten machen wir sehr aufwendige Analysen, wie auch der Gasaustausch zwischen dem Ökosystem und der Atmosphäre. Damit wissen wir zum Beispiel, wie viel Kohlendioxid durch die entsprechende Wiese aufgenommen wird. Neben diesen Langzeitmessungen gibt es talweite Kartierungen wie zur Vegetation oder zum Boden und eben sehr aufwendige spezielle Untersuchungen. So haben wir etwa, und das ist sicherlich weltweit etwas Einzigartiges, eine intensive Forschungswoche initiiert mit 30 Expertinnen und Experten, die nun ganz detaillierte biologische Vielfalt entlang von solchen Höhentranssekten und Trockenheitsgradienten aufnimmt. Wir untersuchen hier ganz verschiedene Tiergruppen, beginnend von Spinnen zum Beispiel, über Kurzflügelkäfer bis hin zu Wanzen, bis hinauf aber auch zu Reptilien und Vögeln zum Beispiel. Der große Vorteil von dieser konzertierten Aktion ist, dass wir damit einmaliges Material zur biologischen Vielfalt haben und eben
In dieser klimatischen Situation sind das sicher Hotspots der Biodiversität. Gleichzeitig bildet das eine wunderbare Basis, denn diese Daten werden in das weltweite LTR-Netzwerk eingespielt und stehen damit anderen Forscherinnen und Forschern für Vergleichszwecke, etwa anderen Gebirgsregionen wie den Rocky Mountains, zur Verfügung. Und gleichzeitig werden wir eine solche Forschungswoche sicherlich in 5 oder 10 Jahren wiederholen und dann noch einmal wieder in 10 Jahren. Das ist genau die Idee eines solchen Langzeitmonitorings, denn damit kann man sehr schön Veränderungen beobachten.